Gerne begrüße ich Sie zur kleinen Präsentation betreffend unserem Schweizer Projekt. Mein Name ist Stefan Etter, ich arbeite beim Ingenieurbüro Banziger Partner in Zürich. Wir sind rund 200 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz und sind hauptsächlich im Hoch- und Tiefbau tätig, bieten aber auch diverse weitere Dienstleistungen an, zum Beispiel Wasserbau, Naturgefahren oder Consulting. Am bekanntesten hier in der Schweiz sind wir aber für den Brückenbau. In einem ersten Teil der Präsentation werde ich Ihnen die Hintergründe des Projekts mit den wichtigsten Randbedingungen sowie das Tragwerkskonzept der talseitigen Lehnenkonstruktion näherbringen. In einem zweiten Teil wird Kretas Vitalla auf die parametrische Modellierung und den Umgang mit den Modellen eingehen. Zum Schluss wird sie noch einen kleinen Einblick zum Stand der Arbeiten auf der Baustelle geben. Kretas Vitalla betreut bei uns im Büro die Ausführungsprojektierung. Unser Projekt liegt in der Zentralschweiz direkt am Vierwaldstätter See. In Bildmitte sehen Sie den bekannten Bürgenstock. Ganz rechts im Bild am Ende des Sees wäre eigentlich knapp abgeschnitten die Stadt Luzern. Unten am linken Bildrand liegt die Luzerner Gemeinde Vitznau. Unschwer erkennbar ist auch die Engstelle im See zwischen Obernas und dem Bürgenstock. Und genau hier liegt unser Projekt sehr exponiert direkt über dem See. Die Kantonsstraße K2b verläuft entlang des Vierwaldstätter Sees. Sie verbindet die Kantone Luzern und Schwyz als einzige Straßenverbindung am Südfuß der Rigi. Die Straße zwischen Gersau und Vitznau wurde im Jahre 1886 eröffnet und 1946 ausgebaut. Seither sind im Rahmen des Unterhalts unzählige Sicherungen, Verstärkungen und Anpassungen erstellt worden. Nun soll die Straße auf einer Länge von rund 400 Metern ausgebaut werden. Die Projektziele sind die Erneuerung der Straßenanlage und Ausbau nach den aktuellen Normen und Anforderungen, mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger und mehr Platz für den öffentlichen Verkehr. Zur Organisation. Die Bauherrschaft ist primär der Kanton Luzern. Die Kantonsgrenze liegt aber innerhalb vom Perimeter und rund 50 Meter des Projekts betreffen den Kanton Schwyz. Mit der Projektierung und Bauleitung ist eine Ingenieurgemeinschaft beauftragt. Federführend ist das Ingenieurbüro BG aus Schwyz. Banziger Partner ist für die Projektierung der talseitigen Kunstbauten verantwortlich und der dritte Partner, GoBau, stellt den Chefbauleiter. Wir dürfen im Auftrag der Bauherrschaft das Bauprojekt, die Submission, das Ausführungsprojekt bearbeiten und nehmen die Bauleitung wahr. Ähnlich sieht es bei der Bauunternehmung aus. Auch hier ist eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt worden. Sie besteht aus 3 Bauunternehmungen. Es sind Marti, Contratto und Vallo. Nun zu den wichtigsten Anforderungen. Zuerst die Straßenbreite. Die neue Fahrbahnbreite beträgt 7 Meter plus Kurvenverbreiterung. Der Gehweg, dessen Breite wurde auf 2,60 Meter festgelegt. Entlang der bergseitigen Felswand ist ein Bankett mit einer minimalen Breite von 1 Meter erforderlich. Damit verschiebt sich der talseitige Straßenrand praktisch auf der ganzen Länge des Projekts um rund 3 Meter gegen außen, stellenweise sind es bis zu 5,5 Meter. Eine der wichtigsten Randbedingungen ist auch der Landschaftsschutz. Die Region Vierwaldstätter See mit Kernwald, Rigi und Bürgenstock ist im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung, kurz BLN, aufgeführt. Es gibt sogar einen Landschaftsschutzverband Vierwaldstätter See. Die Gestaltung des Bauwerks und die Einpassung in die Landschaft ist daher an der exponierten Lage von besonderer Bedeutung. Dann der Verkehr. Bei der K2b handelt es sich um die einzige Verbindung zwischen den Gemeinden Vitznau und Gersau. Die Umfahrungsroute führt rund um die Rigi, einem rund 1800 Meter hohen Bergmassiv.
Eine längere Vollsperrung des Straßenabschnitts kam daher politisch nicht in Frage. Das Projekt muss im Wesentlichen unter Verkehr erstellt werden. Einige Arbeiten sind aber praktisch unmöglich unter Verkehr zu bewerkstelligen, dafür wurden uns 2 Vollsperrungen à 3 Wochen eingeräumt. Es ist ein Kompromiss zwischen den Gemeinden und der Bauherrschaft. Wie bereits erwähnt, war die Gestaltung ein wichtiger Aspekt beim Entwurf des Tragwerks. Bereits bevor wir ins Projekt einstiegen, waren wesentliche Punkte betreffend Gestaltung festgelegt. Die charakteristischen Merkmale des Bauwerks sind das Tragwerk, das an eine organische Struktur erinnern soll, der frontale Konsolkopf, der sich als helles Betonband durch den Fels windet, und die darunterliegende Rippenkonstruktion, die in den Hintergrund rückt. Hier ein typischer Querschnitt der Rippenkonstruktion auf dem Fels. Aufgrund der Anforderung, dass das Bauwerk unter Verkehr erstellt werden muss und den topografischen Verhältnissen, kommt eigentlich nur eine rückverankerte Rippenkonstruktion in Frage. Sie muss zwischen dem einspurigen Verkehr und dem Abgrund hineingezwängt werden. Das Bauwerk besteht aus folgenden Elementen: ein durchgängiges Streifenfundament mit einer Regelbreite von 2 Metern, die durchgehende Rückwand mit einer Höhe von 3,5 Metern, der permanenten Rückverankerung mittels vorgespannten Kontrollankern. Dafür wurden Felsanker mit 7 0,5 Zoll Litzen verwendet, die in einem Abstand von 1 Meter angeordnet sind. Wechselweise werden sie mit einer Neigung von 5 respektive 15 Grad gebohrt. Die Rippen sind mit einem verhältnismäßig kleinen Abstand von 4 Meter angeordnet, dies aus gestalterischen Gründen. Die Fahrbahnplatte wird seeseitig mit dem Konsolkopf abgeschlossen und trägt den durchgängigen Straßenkoffer. Auf der Seite Vitznau ist das Gelände etwas weniger steil. Die Felsoberfläche ist mit Lockergestein überdeckt. Der obere Teil der Konstruktion bleibt gleich, das Streifenfundament wird aber entsprechend dem Verlauf des Felsens tiefer gesetzt. Die Fundation erfolgt hier je nach geologischen Verhältnissen auf Mikropfählen. In den Randbereichen, noch ein bisschen vom Wald verdeckt, ist das Bauwerk weniger gut einsehbar. Hier werden konventionelle Winkelstützmauern erstellt. Hier das Konzept des Übergangs zwischen der Stützmauer auf die Rippenkonstruktion und die Variation der Querschnitte. Es handelt sich um eine Skizze vom Architekten Eduard Imhof, der uns beratend zur Seite stand. Mit der stetigen Anpassung des oberen Teils der im engen Abstand angeordneten Rippen werden fließende Übergänge geschaffen. Trotz unterschiedlichster Querschnitte erscheint das Bauwerk als Einheit. Beim Entwurf des Bauwerks war im Grundriss also der projektierte talseitige Straßenrand gegeben. Bergseitig ist die Ausdehnung des Bauwerks durch den Platzbedarf für die einspurige Verkehrsführung begrenzt. Es galt nun eine harmonische Linie für die Hinterkante des Bauwerks zu finden, die möglichst gut dem Terrain folgt, in den konvexen Kurven keine zu starken Krümmungen aufweist, sonst würden sich die Anker kreuzen, und zusammen mit dem gegebenen Straßenrand zu einer möglichst ruhigen, stetigen Variation der Rippen führt. Schon in einer frühen Phase wurde ein digitales Arbeitsmodell erstellt. So konnte insbesondere kontrolliert werden, dass die Fundation auf dem Terrain zu liegen kommt. Aber auch die Gestaltung der Rippen und der Ankerköpfe konnte geprüft und visualisiert werden. Am besten wird die stetige Variation der 55 Rippen mit einem Daumenkino veranschaulicht. Die stetige Variation der Rippenunterkanten beginnt das Bauwerk zu atmen. Es wirkt fast schon lebendig. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass in einem mittleren Bereich die Konstruktion gar nicht auf dem Terrain steht. Mitten in der Steilwand befindet sich ein Felseinschnitt, der bereits heute von einer kleinen Brücke überspannt wird. Auch die geplante Rippenkonstruktion muss den Felseinschnitt überbrücken.
Das Bauwerk überspannt hier eine Länge von rund 20 Metern frei. 4 Rippen werden abgefangen. Die Rückwand, die hier als Längsträger wirkt, wird verstärkt und mit einer bergseitig angehängten Fahrbandplatte ergänzt. Das Streifenfundament wirkt als Untergurt und sorgt für eine hohe Wölbsteifigkeit. Natürlich macht es auch einfach Spaß, ein Streifenfundament einfach so durch die Luft zu führen. So, das wär's zum Konzeptionellen. Meine Kollegin Greta Svitala wird nun für den zweiten Teil übernehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Greta Svitala und ich arbeite als Projektingenieur bei der Ausführungsplanung mit. Ich werde nun kurz auf die parametrische Modellierung und den Umgang mit den 3D-Modellen eingehen. Das ganze Projekt wurde mit Alpine Bridge modelliert. Dabei wurde als erstes die Achse definiert. Der Startpunkt wurde durch Koordinaten und eine Richtung festgelegt. Die weitere Achse wurde dann im Anschluss mit Standardelementen wie Kurven, Klotoiden und Geraden erstellt. Zudem wurde die Höhe durch Gradienten definiert. Für die Modellierung des Querschnittes wurde zu Beginn ein Grundquerschnitt festgelegt. Über diesen Grundquerschnitt haben wir dann die einzelnen Querschnitte wie beispielsweise Fundament oder Fahrbandplatte definiert. Dann wurden die einzelnen Parameter festgelegt, als Beispiel hier die Höhe der Rückwand. Diese ist abschnittsweise konstant, die unterschiedlichen Höhen wurden der Variable Höhe Rückwand zugewiesen. Bei der Modellierung des Trägers wurde dann der Querschnitt des Fundaments mit der Variable Höhe Rückwand verknüpft und mit Hilfe von Alplan das 3D-Modell erzeugt. Auf dieselbe Art und Weise wurde die Breite der Fahrbandplatte modelliert. Diese ist immer variabel, dementsprechend wurde die Breite der Fahrbandplatte alle 2 Meter festgelegt. Wieder wurde bei der Modellierung des Trägers der entsprechende Querschnitt und die Variable verknüpft und mit Hilfe von Alplan die Fahrbandplatte erzeugt. Wir haben in diesem Projekt auch die Ausführungsplanung übernommen. Da die Rückwand in geraden 8 Meter Etappen erstellt wird, mussten wir diese Polygonalisierung auch im Modell definieren. Die Besonderheit bei diesem Bauwerk liegt darin, dass die Rückwand einer anderen Polygonalisierung folgt als beispielsweise der Konsolkopf oder die Untersicht der Fahrbandplatte, welche alle 2 respektive alle 4 Meter polygonalisiert sind. Wie haben wir diese 3D-Modelle nun in der Projektierung konkret verwendet? Wir haben nicht nur das Betonbauwerk in 3D modelliert, wir haben auch sämtliche permanenten ungespannten und vorgespannten Anker sowie die Mikropfähle modelliert. Dabei wurde jeder Anker bzw. jeder Mikropfahl mit Attributen versehen, wie zum Beispiel Name, Länge, Neigung und Durchmesser. Da das Bauwerk relativ stark gekrümmt ist, relativ stark konkav gekrümmt ist und die Anker bis zu 12 Meter lang sind, war ein kreuzender Anker in der Situation unumgänglich. Und mit Hilfe der räumlichen Modellierung konnte durch unterschiedliche Neigung der Anker konnten Betonkonflikte vermieden werden. Wir haben dann auch ein Modell der Baugrube erstellt, mit welchem der Unternehmer nun über eine 3D-Baggersteuerung den Aushub macht. Und in unserem Baugrubenmodell enthalten sind zudem auch alle ungespannten Anker der temporären Baugrubensicherung, um wiederum mögliche Bohrkonflikte bereits in der Planung zu erkennen. Damit die Modellierung auch wirklich Sinn macht, muss auch der Unternehmer modellbasiert arbeiten. Somit wurde bereits bei der Ausschreibung gefordert, dass der Unternehmer all seine Konzepte in 3D erstellt, damit wir prüfen können, ob zum Beispiel die Fundationen der Kräne in Konflikt stehen mit den bereits projektierten Ankern oder ob das talseitige Schwerlastgerüst die Mikropfähle der Betonkonstruktion kreuzt. Wir haben natürlich auch weitere Objekte wie die bestehende Bunkeranlage, die Hochspannungsleitung oder die Felsoberfläche modelliert. Auf all diese Punkte einzugehen, würde jedoch den Projektrahmen sprengen. Was haben wir nun aus diesem Projekt gelernt? In den frühen Projektierungsstufen konnte durch die parametrische Modellierung relativ schnell und einfach ein sehr anschauliches Modell erzeugt werden. Dieses war vor allem für die geometrische Kontrolle sehr hilfreich. Und zudem konnten sehr schöne Visualisierungen erstellt werden, welche die Präsentation des Projektes erleichterten und auch für die Kommunikation und den Austausch mit allen Beteiligten sehr hilfreich waren. Da das Bauwerk einen gekrümmten Verlauf hat, mussten wir schon auf Stufe Ausschreibung ein sehr detailliertes Modell erzeugen, um die Ausführbarkeit überhaupt sicherstellen zu können.
Und der Projektierungsaufwand für ein solch detailliertes Modell ist nicht zu unterschätzen. Der Mehraufwand ist jedoch immens. Neben den bereits erwähnten Vorteilen in der Projektierung wurde zum Beispiel auch die sehr komplexe Bewährung mit Hilfe des 3D-Modells erstellt. Auch konnten die Bauhilfsmaßnahmen wie eben Kräne oder Schwerlastgerüst sehr schnell und einfach kontrolliert werden. Auch für den Unternehmer liefern die Modelle einen großen Mehrwert. Er verwendet das Modell beispielsweise dazu, die Betonkubatur zu bestimmen oder die Kodierung der Baugrube laufend zu kontrollieren. All dies wäre ohne eine detaillierte 3D-Modellierung nicht möglich gewesen. Nun noch ein paar Impressionen von der Baustelle. Baubeginn war im September 2023. Mittlerweile wurden die Bauhilfsmaßnahmen wie Kräne und Schwerlastgerüst errichtet. Ebenso wurde der bergseitige Felsabtrag sowie die talseitige Felssicherung fertiggestellt. In der ersten Vollsperrung mit einer Dauer von 3 Wochen wurde nun mit dem talseitigen Felsabtrag begonnen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse lässt sich die Baugrube am besten aus der Vogelperspektive betrachten. Ich zeige Ihnen nun ein kurzes Video über den aktuellen Stand der Arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören.